7.5. Erste, naja, was? 7.4. Ah ja, 7.4. 7.4.2025. Zweiter Tag Erdarbeiten für den ersten Schauer. Beginn des Tages. Ich mache nachher noch mal kurz eine Aufnahme. 4:30 und einige Stunden später. Das ist das Tagesresultat. Da haben wir einiges hingeschafft. Und hier haben wir Steine gefunden. Ein großer Stein, ein Loch, noch mehr kleinere Steine. Den Stein wollten wir jetzt raus und dann haben wir uns überlegt, wir tun den oben ein bisschen zertrümmern, damit er ebenerdig ist. Und jetzt ist die Sonne dort, auf dem Weg nach unten. Die nächsten Tage haben wir dann keine Videos gemacht. Hier sieht man jetzt den Fortschritt, die ersten Pfosten. Jetzt steht das Grundgerüst. Hier ist der Dachstuhl schon angefertigt. Hier ist der Dachstuhl schon drauf mit den ersten Dachlatten. Hier sind alle Dachlatten drauf und jetzt von verschiedenen Seiten. Wir haben uns dann relativ spontan entschieden, diesen Unterstand, weil was meine Frau am Anfang gesagt hat, doch zu nutzen als erstes Wohnhaus. Und hier hat meine Frau angefangen, eine Dusche zu bauen mit Stein vom Grundstück und Holz, was so zur Verfügung steht. Das ist jetzt der Fortschritt vom ersten Tag Dachbauen. Hatte uns dann der Regen überrascht. Es ist jetzt vielleicht noch ziemlich nass überall. Heute ist der Himmel auch wieder bewölkt, aber das macht sich ganz gut zum Dachbauen. Ist nicht so heiß. Ja, ich versuche jetzt es möglichst fertig zu kriegen heute, oder zumindest einen Großteil, weil es ist jetzt schon relativ spät heute. Ja, ich habe jetzt das Dach ein bisschen weiter gemacht. Habe jetzt hier mehr als die Hälfte auf beiden Seiten. Aber dann hat mich der Regen überrascht. Gewitter, wie man es hört. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier oben drunter weiter zu arbeiten und die Balken anzupassen für die Zwischendecke. Und ja, mal sehen, wie ich heute nach Hause komme, vielleicht zu Fuß. Weil wenn es so stark geregnet hat, weiß ich nicht, ob ich da... Mal sehen, es ist jetzt noch nicht so spät, das ist kurz nach Mittag. Das ist um 1 oder sowas. Also sind noch 2-3 Stunden Zeit oder 4 Stunden, bis ich aufbrechen würde. Und bis dahin hoffe ich mal, dass es wieder aufhört mit Regen. Das Dach ist soweit dicht, aber hier ist natürlich alles jetzt Land unter, weil wir sind am Hang. Das Dach ist noch nicht fertig und da oben ist dann da, kommt dann den Graben hin und dann ist alles noch nicht fertig. Jetzt sehe ich mal, wie sich das verhält, wenn es regnet. Also wenn wir dann hier drin wohnen, soll natürlich das Wasser nicht hier reinlaufen. Aber jetzt macht es keinen Sinn, dass ich da einen Graben ziehe. Weil das Wasser von da, wo das Dach noch nicht ist, das tropft eh runter. Wer kann von sich schon behaupten, einen Bach im Haus zu haben, der durchs Haus fließt? Ja, wundervoll, ja? Mehrere Bäche. Überall Bächlein, Bächlein, Bächlein. Hier, fließendes Wasser. Regenwasser zwar kein Quellwasser, aber Regenwasser. Hier, guck mal, wie das fließt. Wundervoll, ja? Der Himmel klart auf. Da sieht man, das wird langsam blau. Da sieht man das. Und da drüben auch. Also kann ich dann auch nach Hause fahren. Ich bin jetzt auch blau. Für die Natur ist gut. Für mein Bauvorhaben bezüglich Dach nicht so ganz, aber dafür mache ich gerade hier die Deckenbalken vorbereiten. So, Regen ist vorbei. Das Wasser, das läuft hier aus der Erde raus, oder? Nee, es kommt hier. Doch, hier, guck mal, hier sind wahrscheinlich irgendwelche Kanäle in der Erde dann drin. Das ist jetzt durch den Regen, das sickert es ein. Genau, das sickert in die obere Schicht ein und dann durch den Regen kommt es nicht durch. Deswegen läuft jetzt hier der Bach. Hier laufen die Bäche. Hier haben wir jetzt einen kleinen See. Hier war der große Stein drin. Meine Füße waschen, ist auch ganz praktisch. Schönes sauberes Wasser. Regen ist vorbei übrigens. Regen ist vorbei. Ja, und hier sieht man, hier kommt der andere Bach. Hier müssen wir irgendwas machen. Das ist jetzt aber kein Bach, das ist jetzt auch nicht keine Quelle. Das ist einfach das Wasser, was zusammenläuft von Miguel, und das sammelt sich hier in diesem kleinen Bächlein. Es wäre natürlich schön, wenn es ein Bach wäre, ja. Hätte ich nichts dagegen, wenn jetzt hier dauerhaft ein Bach wäre, direkt neben dem Haus, perfekt. Würde ich hier ein Rohr durchmachen, hätten wir hier einen schönen Bach.
Aber das ist es nicht, weil sonst wird es immer laufen. Aber vielleicht entsteht ja irgendwann da ein Bach. Da oben eine Quelle, wenn wir da oben eine Quelle finden. Ich liebe es, wenn der Regen vorbei ist und sofort die Sonne rauskommt und es wieder warm wird. Wundervoll. Das Dach ist auch schon trocken. Ich mache es direkt weiter mit den Blechen, habe schon wieder ins Dach gestellt. Und da sieht man noch, wo das Gewitter herkam, also wo es hinzieht. Ja, wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Ich liebe dieses Wetter. So, das Dach ist fertig. Und ich habe hier angefangen, einen Graben zu machen und den Boden noch ein bisschen anzupassen. Hier einen Graben gemacht, damit das Wasser abfließen kann, dass der Berg kommt. Und hier ein vom... Das Blech liegt jetzt bloß hier drauf, aber das passiert doch nicht, das läuft ja. Ich nehme es noch weg dann. Hier ein, damit das da weglaufen kann, damit es nicht mehr reinläuft. Die Deckenbalken habe ich jetzt fast alle fertig. Fehlen nur noch die äußeren. Der und der. Und dann kann ich die festschrauben. Und Bretter habe ich jetzt auch schon welche geholt. Die liegen jetzt hier oben zum Trocknen. Die sind richtig schwer noch und feucht. Sind recht frisch gesägt und deswegen liegen die da zum Trocknen oben drauf. Und da habe ich die Erde hingemacht, da hinten, die ich hier weggemacht habe, also den Lehm. Damit wir ein bisschen höher kommen noch und festeren Boden kriegen. Eigentlich heißt es ja immer, tragt mal keinen Schmutz ins Haus. Ja, Sebastian hat da heute Pferdeäpfel fallen lassen. Nein, es sind keine Pferdeäpfel, aber es ist so rund. So runde Kügelchen hier. Wir wollen ja Kartoffeln pflanzen. Unter Dach ist besser. Lehmkügelchen. Lauter Lehmkügelchen. Und ja, ich will ja eigentlich einen geraden Boden haben, das weißt du, ne? Das ist unser Acker. Das sieht überhaupt nicht gerade aus. Das sieht aus wie lauter Knüttelchen. Ich zeige euch hier. Guck mal, das ist alles so. Ob das mal gerade wird, wir werden sehen, ne? Meine Tochter versucht, das Feuer am Brennen zu lassen. Damit es Abendessen gibt. Juhu! Da auf dem Feuer sind die Pellkartoffeln. Wasser gibt es jetzt schon unten am Haus. Da, wo die Sonne so schön scheint, da gehe ich gleich duschen. Da auf dem Feuer sind die Pellkartoffeln. Wasser gibt es jetzt schon unten am Haus. Da, wo die Sonne so schön scheint, da gehe ich gleich duschen. Deswegen sehe ich auch nichts auf dem Handybildschirm, aber ich möchte mich ja auch eigentlich umdrehen. So, hier wird heute Nacht geschlafen. Von oben kann ich nachher noch eine Aufnahme machen. Haus oder Wände? Einmal hier, die Mädels sind schon oben. Da oben schlafen wir dann. Die haben sich da schon was gebaut, so eine Schutzhöhle. Naja, das wird dann noch nachtfest gemacht. Deswegen sehe ich auch nichts auf dem Handybildschirm, aber ich möchte mich ja auch eigentlich umdrehen. So, hier wird heute Nacht geschlafen. Von oben kann ich nachher noch eine Aufnahme machen. Haus oder Wände? Einmal hier, die Mädels sind schon oben. Da oben schlafen wir dann. Die haben sich da schon was gebaut, so eine Schutzhöhle. Naja, das wird dann noch nachtfest gemacht. Ich habe Sebastian gesagt, er soll hier dieses Bäumchen wegmachen. So nah am Haus und wir haben festgestellt, wir haben zu viele Mücken. Wir müssen das Dickicht wegmachen. Und dann habe ich ihm gesagt, der hier muss weg. Und dann sagt er, oh, das ist so schönes Holz, das ist schön fest. Und dann sage ich, naja, da waren aber auch Wespen dran. Und wir haben jetzt nicht nur Wespen gefunden. Das Wespennest. Oh, du bist mutiger, zeig mal. Nimm mal hier. Ja, nimm mal die Kamera. Und dann kommt dieses wunderschöne. Ja, die sind nicht so wild. Die sind, warte mal, wie zoomt man hier? Und dann ist da die richtig coole Raupe, die ist richtig cool. Ja, klar. Wir können ja mal versuchen aufzunehmen, wenn das Wespennest weg ist. Das sieht man jetzt nicht so gut. Heute wird wieder auf dem Feuer gekocht. Also wir kochen nur auf dem Feuer. Wir haben zwar ein Gas mitgenommen, die Gasflasche. Aber wir haben den Ansporn, weil wir viel Holz hier überall liegt hier so, weil der Vorbesitzer das mal gerodet hat. Da unten überall liegt ein Haufen Holz rum. Und was nicht mehr zu nutzen ist, wie vieles davon, das verbrennen wir. Und da haben wir jetzt halt eine ökologische und kostengünstige Kochmöglichkeit. Was gibt's heute? Reis mit Linsen und Milch. Ein sogenannter Eintopf, würde ich sagen, oder? Ja. Jo. Eintopf kann alles sein, alles in einem Topf. Was machst du da? Abendessen. Wieso tust du das nicht einfach mit dem Cerantorfeld kochen? Ah,
es hat kein Outdoor-Feeling. Ne? Ja. Wieso ist der Topf so schwarz? Kriegst du da wieder sauber? Klar. Geht ja gar nicht. Oh, jetzt kommt die Pflanze wieder. Ja, so sieht das aus. Das ist gerade unsere Küche. Wasser. Mal, was du machst. Wasser haben wir ja jetzt hier. Haben wir das gestern schon gezeigt, dass hier ein Wasserhahn ist? Ja. Weiß ich nicht. Haben wir jetzt bis hierhin fertig, den Wasserhahn hier. Und da hinten ist die Dusche. Eigentlich hat man das gestern, glaube ich, schon gezeigt. Also gestern aufgenommen. Gezeigt, nicht aufgenommen. Wenn wir das zeigen werden, weiß ich nicht. Haben ja gerade keinen Strom hier. Noch nicht. Da ist die Dusche. Und da haben wir für die Kinder das Planschbecken. Das hat man ganz am Anfang schon mal gekauft hier. Da können die im Schatten von den kleinen Bäumchen da planschen. Jetzt zeige ich noch, was ich gemacht habe, beziehungsweise wir beide. Meine liebenswürdige Frau hat mir ja geholfen dabei. Und ja, deswegen rede ich von Würzen. Ja. Wir haben jetzt den Boden noch ein bisschen angepasst. Da oben habe ich noch ein bisschen abgegraben, da wo, warte mal kurz bitte, da oben habe ich noch abgegraben, da wo die Jolene ist da sieht man, da fehlt ein bisschen Erde. Und hier habe ich jetzt aufgefüllt und wir werden erstmal im Haus eine Stufe drin haben. Da waren so kleine Fliegen. Ich will ja gerade aufnehmen, wenn ihr nackig da ist, da könnt ihr aber nicht etwas durchwischen. Und hier habe ich jetzt eine Kante hingemacht, das wird erstmal so bleiben. Das wird eine Stufe werden, weil wir sind halt, das hat man ja vielleicht in anderen Aufnahmen schon gesehen, wir sind an einem Hang. Und wir haben da unten, das alles haben wir aufgeschüttet. Deswegen fehlt hier oben an dem Hang die Erde. Und das im Haus soll halt trotzdem irgendwie so halbwegs gerade wenigstens sein, damit wenn wir da einen Tisch oder sowas hinstellen oder andere Dinge, dass die nicht alle runterkugeln. Und deswegen haben wir jetzt hier, ich kann das nicht so gut darstellen, weil ich stehe am Hang, wobei das Handy, das tut das hier, ich sehe ja, das macht ja so einen Strich hin. Man sieht, das ist jetzt schon halbwegs gerade. Und das hier alles aufgeschüttet, der ganze Hang hier, das ging, die Originalgefälle von dem Hang, ich weiß nicht, ob meine Frau das schon mal gezeigt hat, ging eigentlich da runter, so. Da ist 1 Meter ungefähr aufgeschüttet, nur Erde. Und meine liebenswürdige Frau hat hier das mit dem Holzblock da ein bisschen verdichtet. Und ich tue jetzt den Rest Erde noch oben drauf machen hier. Da unten drunter sitzt Lehm, da kommt die Erde oben drauf und dann ist das ein dichterer und festerer Boden. Der aktuelle Stand, mitten im Umzug. Wir wohnen jetzt schon, ich muss lügen, 5 Nächte hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist noch nicht alles an unserem Hausrat hier. Und das ist der aktuelle Stand der Dinge. Hier ist aktuell meine Feuerstelle draußen. Oben schlafen wir. Hier hinten auch so ein bisschen Küchenbereich, aber es muss alles noch eingeräumt werden. Das ist erstmal alles provisorisch. Und wenn wir duschen gehen, geht's nach dort. Hängt sogar ein Duschvorhang mittlerweile.